Wer kennt es nicht? Ihr wollt auf die Autobahn auffahren, euer Herz schlägt sowieso schon bis zum Anschlag und die Autos rasen gefühlt mit 200 Sachen an euch vorbei. Und euer einziger Gedanke ist, wie soll ich da nur lebend draufkommen? Falls euch das irgendwie bekannt vorkommen sollte, dann ist das gar kein Wunder. Denn für viele Autofahrer ist der Beschleunigungsstreifen der absolute Horror. Tut euch selber den Gefallen und schaut das Video ganz kurz bis zum Ende, damit ihr dann in Zukunft keine Probleme mehr habt und ganz entspannt draufkommt. Vor allem zeige ich zum Schluss auch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr die Autobahn verlassen wollt. Das würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall noch mitnehmen. Den Beschleunigungsstreifen oder auch Einfädelungsstreifen genannt, findet ihr überall da, wo ihr auf eine Autobahn oder auf eine Kraftfahrstraße fahren wollt. Also genau da, wo die anderen Fahrzeuge ziemlich schnell unterwegs sind. Aus dem Grund ist die Grundregel Nummer 1, dass man selber relativ stark beschleunigen muss, um sich dort vernünftig in den schnellen, fließenden Verkehr einfädeln zu können. Man könnte hier sogar sagen, je schneller man fährt, desto leichter ist das Auffahren auf die Autobahn. Achtet zunächst darauf, wenn ihr auf einen Beschleunigungsstreifen fahrt, dass ihr in diesen Schlängel-Auffahrtskurven, die in der Regel relativ eng sind, auf gar keinen Fall zu schnell fahrt. Ich würde hier empfehlen, je nach Kurve 30 bis 60 km/h. Weil wenn ihr hier diese letzte Kurve vor dem Beschleunigungsstreifen habt, die in der Regel auch noch super eng ist, wäre es echt fatal, hier zu schnell um die Kurve zu fahren. Denn schaut mal, der Fahrstreifen, wo der durchgehende Verkehr super schnell angefahren kommt, befindet sich genau hier, quasi 20 cm neben eurer Kurve sozusagen. Und das Problem wäre dann, würdet ihr mit zu viel Tempo in diesen Bereich reinfahren, würde euer Auto in den allermeisten Fällen untersteuern. Untersteuern bedeutet, wenn ihr zu schnell in die Kurve fahrt, würde euer Fahrzeug die Haftung, also den Grip, an den Vorderrädern verlieren. Was dann gezwungenermaßen zur Folge hätte, dass euer Auto dann nicht mehr normal die Kurve fährt, sondern es würde direkt am Kurveneingang ganz stumpf auf die Nebenfahrbahn rutschen. Und da die Autos ja hier auf der Kraftfahrstraße bzw. auf der Autobahn mit einem Affenzahn von hinten ankommen, wäre so ein Unfall in der Regel doch immer sehr fatal für alle Beteiligten. Als Fahrschüler solltet ihr hier unbedingt auf dem Schirm haben, wenn ihr hier diese Kurven mit eurem Fahrlehrer fahrt lieber immer ein bisschen vorsichtiger. Es gibt gar keinen Grund, hier auch nur irgendein Risiko einzugehen. Glaubt mir, dem Prüfer ist das 100-mal lieber, wenn ihr da gechillt und vorsichtig fahrt. Dennoch solltet ihr hier unbedingt wissen, wenn ich mit dem Fahrschüler fahre und wir kommen hier auf diese letzte Kurve zu gefahren, muss ich als Fahrlehrer immer vorher entscheiden, ob die gefahrene Geschwindigkeit gerade genau für die Kurve passt. Und da wir Fahrlehrer das vorher auch nie hundertprozentig genau wissen und wir das selber einschätzen müssen, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, wie schwer das manchmal ist, abzuwägen, ob man hier eingreifen soll oder eben nicht. Problem ist hier natürlich, wenn ich die Bremse drücke, ist die Prüfung natürlich sofort vorbei. Nur ich glaube, wir haben noch ein größeres Problem, wenn ich mich an dieser Stelle verschätzen würde. Denn wenn das Auto dann wirklich einmal anfängt, in der Kurve zu untersteuern, dann wäre es auch schon zu spät. Denn bricht das Auto in dieser Situation erst einmal aus, würde, glaube ich, nicht mal Max Verstappen das Auto eingefangen bekommen. Ja, es ist schade, aber es ist so. Ja. Also denkt immer an meine Worte, wenn ihr hier fahrt und bringt euren Fahrlehrer nicht unnötig ins Schwitzen. Wenn ihr hier in diesen Schlängelkurven seid und ihr seid gerade in dieser letzten Kurve vor dem Beschleunigungsstreifen, könnt ihr auch schon einen kurzen Blick nach links auf die Kraftfahrstraße bzw. Autobahn werfen, um zu schauen, was dort so los ist. Wichtig ist, die Betonung liegt hier aber wirklich nur auf kurz. So, bevor ihr dann aus der letzten Kurve raus seid, macht ihr am besten schon mal den Blinker direkt nach links. Dann haben wir schon mal eine Sorge weniger. Sobald ihr dann aus der Kurve raus seid und ihr seid auf dem geraden Beschleunigungsstreifen, gibt es nur noch eins, und zwar beschleunigen, was das Zeug hält. Hier könnt ihr euch grob merken, je nach Verkehrslage, wenn ihr auf die Autobahn auffahrt, ca. 80 bis 120 km/h und bei der Kraftfahrstraße sind es so ca. 60 bis 100 km/h. Selbstverständlich immer je nach Verkehrslage. Während ihr dabei seid, wie verrückt Gas zu geben, gibt es noch eine andere wichtige Sache, um die ihr euch quasi parallel kümmern müsst. Natürlich ist die Rede von der Verkehrsbeobachtung, also Spiegel. Und hier wird es interessant, denn hier müsst ihr nicht nur erkennen, welche Autos für euch wichtig sind, sondern auch noch erkennen können, wie schnell sie ungefähr fahren und natürlich, ob man sich dann letzten Endes vor ihnen oder hinter ihnen einsortieren muss. Für euch sind natürlich in erster Linie erstmal die Autos wichtig, die in dem ganz rechten Fahrstreifen unterwegs sind. Also der Streifen, wo ihr euch einsortieren müsst. Ihr könnt euch aber grob merken, wenn ihr auf dem Beschleunigungsstreifen ausreichend beschleunigt, sollte man in der Regel ab der Mitte safe sein. Heißt also, wenn mich auf dem halben Weg von dem Beschleunigungsstreifen noch keiner überholt hat und sich direkt neben mir oder hinter mir kein Auto befindet, werdet ihr in der Regel immer reinfahren können. Man sollte hier aber wissen, der fließende Verkehr hat natürlich immer Vorfahrt, dennoch sind sie dazu verpflichtet, den Verkehr nicht unnötig zu gefährden, was dann bedeutet, dass sie den Fahrzeugen möglichst ein sicheres Einfädeln ermöglichen müssen. Wenn die Autofahrer da mitdenken, sieht das in der Praxis dann so aus. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und ich sehe, dass sich dort jemand einfädeln möchte, fahre ich, wenn der Verkehr es zulässt, nach links rüber auf die andere Spur, um den Leuten, die hier drauf wollen, das Einfädeln zu ermöglichen.
Wenn ihr auf die Autobahn fahren wollt und ihr habt wie in diesem Fall sehr viel Verkehr oder Autos fahren direkt neben euch, dann achtet darauf, dass ihr sofort mit angepasster Geschwindigkeit dort reinfahrt. Heißt im Grunde genommen, ich gebe nicht ganz so viel Gas wie sonst immer, aber ich würde auch darauf achten, dass man nicht zu langsam wird. Weil glaubt mir das, irgendeiner lässt euch da wirklich immer rein. Ihr müsst aber immer im Hinterkopf behalten, falls man hier nicht reinkommen sollte, dürfte man zur Not immer am Ende anhalten und sich in Ruhe einfädeln, sobald alles frei ist. Aber ich werde gleich nochmal eben kurz auf dieses Thema eingehen. So, haben wir das dann mit den Spiegeln geklärt und wir haben freie Fahrt, fehlt zum Schluss nur noch der Schulterblick, damit sich da ja keiner im toten Winkel befindet. Ganz wichtig, gerade bei diesen hohen Geschwindigkeiten, haltet den Schulterblick wirklich kurz und achtet unbedingt darauf, dass man wirklich nur den Kopf dreht. Ist der Schulterblick gemacht, achtet darauf, dass ihr nur ganz sachte rüberzieht. Also mit dem Lenkrad nur ganz leichte Lenkbewegungen machen. Also lasst euch mit dem Rüberfahren am besten ein wenig Zeit, weil je sanfter, desto besser. Achtet ihr auch immer auf den Sicherheitsabstand zu den vorausfahrenden Fahrzeugen. Da wir außerorts sind, immer halbes Tacho oder 2 Sekunden. So, aber schauen wir uns das Ganze nochmal komplett an. Zunächst einmal fahren wir ganz gechillt durch die Auffahrtskurven mit ca. 30 bis 60 km/h. Kurzer Blick nach links auf die Autobahn und direkt den Blinker nach links anmachen. Sobald dann die Kurve zur geraden Strecke wird, gibt es nur noch eins, nämlich drauf den Socken und stark beschleunigen. Parallel schaue ich in die Spiegel, wie der Verkehr hinter mir so aussieht. Sollte dann alles frei sein, kurzer Schulterblick und wechselt dann nicht zu spät, weil ihr nur mit ganz leichten Lenkbewegungen reinziehen dürft. So, ihr Lieben, mal eben ganz kurz nebenbei. Falls euch das Video in irgendeiner Form weiterhilft oder euch das Video gefällt, dann lasst doch bitte eine ganz kurze Bewertung da oder teilt das Video am besten mit euren Freunden, damit möglichst vielen geholfen werden kann. Ist für euch nur ein klitzekleiner Aufwand, würde mir und meiner Arbeit aber total helfen. Vielen, vielen Dank, wenn ihr euch die 2 Sekunden wirklich nehmen könntet. Dann, um nochmal ganz kurz auf das Thema zurückzukommen, falls man am Ende nicht reinkommen sollte, dann müsst ihr rechtlich gesehen am Ende des Beschleunigungsstreifens immer anhalten. Denn der Stand- bzw. Seitenstreifen darf rechtlich gesehen nicht als verlängerter Beschleunigungsstreifen genutzt werden. Nur ich habe damals in meiner Fahrlehrerschule das so gelernt, dass man im absoluten Notfall, wenn es gar nicht anders geht, kurz den Standstreifen mitbenutzen kann, weil es sicherer sei, als am Ende anzuhalten. Nur wenn man das rechtlich sieht und nach Gesetz geht, ist es definitiv verboten, den Standstreifen mitzubenutzen. Nur ich kann euch hier zeigen, ich habe hier einen Gesetzestext bzw. ein Urteil vom OLG Köln, was besagt, hat der Fahrer bis zum Ende des Beschleunigungsstreifens keine Möglichkeit, auf die Autobahn einzufahren, sollte er im Zweifel ein Stück auf dem Standstreifen fahren, ehe er sich einfädeln kann, da das Bremsen und Stehenbleiben auf dem Einfädelungsstreifen zu Unfällen und einer Gefährdung des Straßenverkehrs führen kann. So, also ihr seht schon, das Gesetz und die Rechtsprechung vor Gericht kann dann doch mal unterschiedlich sein. Ich habe dann aber on top auch nochmal einen Prüfer gefragt, wie der die ganze Situation sieht. Und er hat dann Folgendes dazu gesagt. Ja, am Ende darfst du natürlich nicht den Standstreifen mitbenutzen, das ist doch ganz klar. Ja, aber was willst du denn machen, wenn du dann am Ende nicht reinkommst? Willst du dann da stehen bleiben oder willst du da lieber weiterfahren, weil das zu gefährlich ist, dann da anzuhalten? Ich meine, ich habe das damals so in meiner Fahrlehrerschule selbst gelernt. Ja, Marcel, du weißt doch, wie das ist. Wenn man da am Ende nicht reinkommt, du kennst das doch, dann haben die meisten Leute selber Schuld, weil die kein Auto fahren können. Ja, ich weiß, aber du kennst das doch selber. Du kannst doch nicht immer davon ausgehen, dass jeder so gut Auto fahren kann wie du und ich. Ich meine, nicht jeder kann das so gut timen und kommt da so easy drauf. Ja, natürlich, das kommt ja auch immer auf die Situation an. Wenn ich in der Prüfung sehe, da fährt jemand und der hat vernünftiges Timing und alles und der kommt da wirklich nicht rein, weil der nicht reingelassen wird, ja gut, dann kann er da ein Stück weiterfahren und das würde ich natürlich anders bewerten. Der Prüfer wollte einfach ganz simpel damit sagen, dass es wahrscheinlich in 95% aller Fälle immer Eigenverschulden ist, wenn man dort nicht reinkommt. Wenn es da mal wirklich vorkommt, dass man da nicht reinkommen sollte, dann wird der Prüfer aber auch immer sehen, ob es Eigenverschulden ist oder nicht. Bedeutet, ich kann nicht einfach den Standstreifen mitbenutzen als Notnagel für mein schlechtes Timing sozusagen. Wenn ich dort dann am Ende nicht reinkomme und es ist kein Eigenverschulden, hat es sich für mich so angehört, als wenn der Prüfer mit beiden Optionen cool wäre. Solltet ihr bei einer Kraftfahrstraße den Beschleunigungsstreifen befahren, habt ihr in den meisten Fällen am Ende des Beschleunigungsstreifens nur eine Leitplanke, also keinen Seitenstreifen. Sollte man hier nicht reinkommen, muss man und darf man am Ende des Beschleunigungsstreifens anhalten. Und dann wartet ihr, bis alles frei ist. Beachtet hier, dass man aber nur am Ende stehen bleiben darf. Achtet darauf, dass ihr bei den Beschleunigungsstreifen immer schön den Platz ausnutzt, um möglichst viel Tempo aufzubauen. Heißt also im Grunde genommen, dass die erste Hälfte von dem Beschleunigungsstreifen in Bezug auf Rüberziehen tabu ist. Also achtet darauf, dass ihr ungefähr erst ab der Hälfte des Beschleunigungsstreifens anfangt, rüber zu wechseln. Und denkt natürlich immer daran, egal auf welchen Beschleunigungsstreifen ihr fahrt, dass der durchgängige Verkehr immer Vorfahrt hat. Also hat man selber auf dem Beschleunigungsstreifen Vorfahrt gewähren. Weil ich erwähne das nicht ohne Grund so wahnsinnig häufig, weil viele Autofahrer verwechseln den Beschleunigungsstreifen mit diesem Reißverschlussverfahren hier. Und das Problem ist, dass beim Reißverschlussverfahren die Vorfahrt eine komplett andere ist. Also macht niemals den Fehler und verwechselt den Beschleunigungsstreifen mit dem Reißverschlussverfahren. Man muss ja aber auch dazu sagen, wenn ihr mal auf dem Beschleunigungsstreifen unterwegs seid und ihr habt dann auf der durchgängigen Fahrbahn echt langsame Fahrzeuge, dürftet ihr hier rechtlich gesehen rechts überholen. Dies kommt zwar nicht so häufig vor, aber ja, wenn ihr ein schnelles Auto habt, dann nur zu.
So, wie versprochen, zeige ich euch zum Schluss noch kurz, worauf ihr achten müsst, wenn ihr die Ausfahrt auf der Autobahn nehmen wollt. Achtet zunächst darauf, wenn ihr irgendwo eine Ausfahrt nehmen wollt, dass ihr immer auf den ganz rechten Fahrstreifen rüberwechselt, um die Ausfahrt nehmen zu können. Das liegt daran, weil in Deutschland befinden sich die Ausfahrten immer ausschließlich auf der rechten Seite. Im besten Fall macht ihr dies so früh wie möglich, also bei diesem 1000-Meter-Schild, aber spätestens bei diesem 500-Meter-Schild würde ich schon gucken, dass ich mich rechts einsortiere. So, wenn ihr dann irgendwann bei dieser 300-Meter-Barke ankommt, da wird es dann wirklich mit dem Einsortieren aber höchste Eisenbahn. Orientiert euch aber an der 300-Meter-Barke, dass ihr da immer den Blinker benutzen könnt. Und seht zu, dass ihr euer Tempo auf ca. 120, 130 km/h anpasst. Wenn wir dann bei der Ausfahrt angekommen sind, achtet darauf, dass ihr hier immer ganz vorne reinfahrt. Und wichtig ist, man bremst auf der Autobahn selber noch nicht wesentlich ab. Fahrt hier nicht langsamer als ca. 100 km/h. Sobald wir dann komplett in dem Ausfällungsstreifen drinne sind, müsst ihr sofort einen Anker werfen. Also direkt auf die Bremse gehen. Und schreckt bitte nicht davor zurück, da mal ordentlich auf die Bremse drauf zu latschen. So, wenn ihr dann ordentlich am Runterbremsen seid, ist es überlebenswichtig, immer das Tacho im Auge zu behalten. Sind wir dann hier kurz vor dieser Ausfahrtskurve, wo auch dieses Ausfahrtsschild steht, achtet immer darauf, dass ihr ca. bei 50 km/h seid. Weil Problem ist hier, man gewöhnt sich super schnell an diese hohen Geschwindigkeiten. Und dann könnte das wohl schon mal vorkommen, dass man da mit 130 in die Kurve reinfährt. Wenn ihr dann auf der Kraftfahrstraße die Ausfahrt nehmen wollt, dürft ihr hier natürlich generell nur 100 fahren, aber genauso wie auf der Autobahn ca. 300 Meter vorher blinken. Aber auch hier müsst ihr darauf achten, dass ihr möglichst immer ganz vorne reinfahrt. Hier könnt ihr in der Regel, wenn ihr fahrt, vorher auch schon das Gas wegnehmen und euch rollen lassen. Aber auch hier ist sehr wichtig, dass ihr erst auf die Bremse geht, wenn ihr komplett in dem Streifen drinne seid. Schreckt auch hier nicht davor zurück, mal ordentlich die Bremse durchzudrücken. Auch hier habe ich das Tacho die ganze Zeit im Blick. Und auch hier könnt ihr euch ebenfalls nach diesen 50 km/h richten. Und warum das hier so mega wichtig ist, dass man immer ganz vorne reinfährt und nicht hier hinten, so wie dargestellt. Eine der Hauptgründe ist natürlich, damit der hintere Verkehr nicht unnötig behindert wird, wenn ihr euch da runterbremsen müsst. Aber auch ein ganz wichtiger Grund hierfür, dass hinter euch immer schon parallel Autos da reinziehen können. Und da muss ich immer Angst haben, dass sich da jemand im toten Winkel befindet. Was ja voll unnötig ist, weil ich es ja super leicht vermeiden kann. Und der letzte Grund natürlich, je früher ich reinkomme, desto mehr Platz und Zeit habe ich zum Bremsen. So ihr Lieben, ich hoffe, dass ich nichts Wichtiges vergessen habe. Sollte dies doch der Fall sein, dann lasst es mich natürlich wissen. Vergesst nicht, eine kurze Bewertung dazulassen. Ist wirklich nur 2 Sekunden Arbeit und es würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video und wie immer, fahrt vorsichtig.